Okay, ja super, dann ich glaube, sind wir jetzt bei der Ermessungseinbürgerung. Du hast schon mal gesprochen über Anspruch-Einbürgerung und Ermessungseinbürgerung. Bei Einspruch-Einbürgerung kann ich sagen, okay, ich habe da Recht und dann ich stelle einen Antrag, aber Ermessung, kannst du ein bisschen ganz schnell so einen Überblick da schildern? Anspruch und Ermessen, das ist typisch für das deutsche Recht. Wie du schon richtig gesagt hast, ein Anspruch hat man, wenn das Gesetz so formuliert ist einzubürgern, also muss eingebürgert werden. Das heißt, wenn alle Voraussetzungen vorliegen, ja, über die wir gesprochen haben, 8 Jahre mit den ganzen Ausnahmen, Sicherung des Lebensunterhaltes, Deutschkenntnisse, Kenntnisse der Rechtsordnung und auch des Grundgesetzes, ne? Also das ist ein ganzer Katalog und wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, muss die Behörde einbürgern. Ne? Das heißt, das ist der Anspruch. Das deutsche Recht kennt auch noch das Ermessen. Ermessen bedeutet, sie kann, muss aber nicht. Ne? Und das heißt, wir haben bei der Einbürgerung beide Konstellationen. Man hat, und die Behörde prüft was. Zum ersten prüft sie, gibt es einen Anspruch. Das heißt, guckt sich einen Paragraphen, das ist der Paragraph 10 des Staatsangehörigkeitsgesetzes an und guckt, sind alle Voraussetzungen erfüllt. Wenn sie erfüllt sind, muss sie einbürgern. Punkt. Wenn aber was fehlt, ne? Zum Beispiel auch eben Deutschkenntnisse fehlen oder ein bestimmter Härtefall vorliegt und die Sozialhilfe bezogen wird etwas längere Zeit, dann prüft sie, kann ich die Ermessenseinbürgerung, kann ich danach einbürgern. Das ist der Paragraph 8 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Aber das heißt, die prüft, muss nicht, aber kann. So. Aber durch die Anwendungshinweise für das Gesetz ist es auch sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz, dass auch dort in der Regel die Menschen mindestens 8 Jahre in Deutschland sein müssen. Das heißt, da gibt es nicht die Verkürzung dass man sagt zum Beispiel, okay, ich bin jetzt weniger als 8 Jahre da und falle nicht unter diesen Ausnahmen, über die wir geredet haben, dann gehe ich zu der Anspruchseinbürgerung. Nein, die Anspruchseinbürgerung, die Ermessenseinbürgerung verlangen genauso diese 8 Jahre, aber guckt, ob dann in den einzelnen Voraussetzungen da man nicht eine Ausnahme machen kann. Okay, dann haben wir jetzt schon einen Überblick über Ausnahmen, Ermessungseinbürgerung. Vielen Dank, Dorit, immer. Sehr gerne. Und wir freuen uns immer, dass du da bist. Und ja, hab ein schönes Wochenende. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.